Ich hoffe, diese Woche gibt es kein XP-Event. Du hast kaum Zeit. Weiß ich nicht. Erfahren wir morgen tatsächlich, Mr. Towley. Morgen nach der Serverwartung wissen wir es. Weiß nicht. Letztes XP-Event ist tatsächlich schon relativ lange her. Ich glaube, es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass dieses Wochenende eins kommt, Towley. Auch so kurz vor Weihnachten. Immer so um Weihnachten rum ist eigentlich auch immer mindestens ein XP-Event. Oh, Towley. Oh, Towley, 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 Towley. Ich kann es schon förmlich schmecken, das XP-Event. Kann das XP-Event nicht mal eine Woche laufen? Nee, das wäre gut. Can't do this. Nicht nur am Wochenende, das fuckt so ab. Ja, ganz ehrlich, eigentlich sollten sie es so machen, dass die Wochenend-Events einfach Wochen-Events sind und laufen immer Montag bis Sonntag. Das wäre legit einfach so viel nicer. Weil damit berücksichtigen sie halt im Endeffekt nicht Schichtarbeit, Wochenendarbeit, generell, dass halt viele Leute am Wochenende halt auch trotzdem Verpflichtungen haben. Vielleicht muss man da nicht arbeiten, aber vielleicht Hochzeiten, Geburtstage und so ein Scheiß. Also eigentlich, und das war schon immer so, bei Videospielen sie richten sich immer nach der großen Masse der Spieler. Da ist halt meistens, ja, Wochenende haben alle Zeit. Aber in der Realität ist es halt so, ich meine, ja, gut, zugegebenermaßen, in der Realität ist es schon so. Oder auch so, viele Events fallen in den Nachmittag oder in den frühen Abendstunden. Aber da kann man ja auch arbeiten, theoretisch, arbeiten müssen. Und vielleicht nicht mal freiwillig, vielleicht muss man es auch einfach. Das war schon immer so, dass bei Videospielen Leute, die halt ungewöhnliche Arbeits- und Urlaubszeiten haben oder freie Tage haben, dass die immer so ein bisschen hinten abfallen. Das ist das gleiche, wie wenn du am Wochenende arbeitest und hast du Montag, Dienstag frei. Und das Wochenende-Event ist halt aber Freitag bis Sonntag. Und du hast aber halt, dein Wochenende ist halt Montag, Dienstag sozusagen. Oder noch schlimmer, du hast Dienstag, Donnerstag frei. Dann hast du wirklich absolut gar nichts davon. So. Und das war schon immer so, dass solche Leute nicht nur bei Flive, sondern generell bei Videospielen oftmals eigentlich komplett unberücksichtigt bleiben. Glücklicherweise war ich noch nie in der Position, dass ich so gearbeitet habe oder so. Das hat mich zum Glück bisher noch nicht wirklich belastet, aber ich habe es immer schon gesagt, es würde mich richtig abfacken, wenn es so wäre. Und ab und zu hat natürlich schon hier und da mal jemand gesagt, für mich ist es scheiße, weil so und so. Also das ist schon etwas, wo man dran arbeiten könnte, beziehungsweise halt, also jetzt im Fall von Flive Universe, könnte man das Problem easy fixen. Also zumindest mit den Wochenend-Events könnte man halt einfach Wochen-Events draus machen. Und die Events sind ja eh so, sagen wir mal, bescheiden. Also ob die jetzt 3 Tage oder 7 Tage laufen, ist auch schon egal. Die haben so wenig Impact, diese Events. 5% Droprate, 20% Boss-Droprate, 30% XP. Die haben so wenig Impact. So viel kannst du an einem Wochenende gar nicht spielen, um da wirklich irgendwas von zu haben. Also, natürlich hast du was davon. Selbst wenn du eine Stunde bei 30% XP spielst, hast du mehr, als wenn du gar nicht spielen würdest. Aber wenn so ein Event schon mal kommt und es findet nur einmal alle 2 Monate statt, dann willst du ja schon mehr machen. Und wenn du dann aber genau da keine Zeit hast, diese 3 Tage, die sind so fürchterlich schnell vorbei. Und dann hat es dir halt wirklich nicht viel gebracht, weil es ist halt trotzdem nicht die Welt und du musst ja trotzdem Zeit investieren. Und wenn du die nicht hast zu genau dem Zeitpunkt, ist es schon echt schlecht, weil 3 Tage, wie gesagt, echt schnell vorbei sind. Und dann müsste es halt schon ein Doppel-XP-Event sein, dass du sagst, selbst mit einer Stunde gibst du dich zufrieden und sagst, naja, das hat schon gepasst oder so. Aber bei einem 30% XP-Event würde man sich schon wünschen, dass es einfach eine ganze Woche läuft. Und dann halt wirklich nur alle 2 Monate, dann ist es ja auch nicht so schlimm, weil dann hat man ja im Endeffekt jedes Mal fast 2,5 Events in einem. Also vom jetzigen Stand aus gesehen, 2,5 Events. Beim nächsten XP-Event versuche ich meine Emma von 105 oder so zu bekommen. Yeah. Also dieses Wochenende. Nicht mal 50%.
Ich verstehe immer noch nicht, was mit den Weihnachten 2022 los war, weil viele sagen ja, Weihnachten 2022, das war ein Fehler oder es war irgendwie, keine Ahnung, ein Bug oder so oder jemand hat einfach, oder die haben sich nicht getraut, das Event im Nachhinein zu nerven, weil sie Angst hatten, dass die Spielerzahlen dann sinken oder so. Weil Weihnachten und Neujahr war ja so heftig. Wegen Amplis und den Events, die da liefen. Aber was viele vergessen ist, dass in dem Zeitraum von Dezember 22 bis Januar 23, also innerhalb von diesen 2 Monaten, waren drei, in Zahlen 3 Doppel-XP-Events. Und vielleicht haben sie das erste aus Versehen gestartet, vielleicht haben sie das zweite aus Versehen gestartet, aber das dritte haben sie ganz sicher nicht aus Versehen gestartet. Das letzte war Ende Januar, das erste war gleich Mitte Dezember und das eine war Ende Dezember. Also innerhalb von 2 Monaten waren 3 Doppel-XP-Events. Und zwar richtige Doppel-XP-Events, wo jeder Doppel-XP bekommen hat, egal welches Level er hatte. Für ein Wochenende müsste es, glaube ich, jetzt jeweils gewesen sein. Und das haben sie auch nicht aus Versehen gestartet. Also ich meine, das haben sie auch offensichtlich geplant gehabt. Also mag es sein, dass die Events zu heftig waren und dass man da zu viele Amplis und so bekommen hat. Das sage ich persönlich auch, oder gehe ich persönlich auch davon aus, dass das ursprünglich bestimmt nicht beabsichtigt war, dass man da Amplis im Wert von 500 € bekommt, gefühlt. Also zumindest mit mehreren Charaktern zusammengerechnet. Pro Charakter Amplis im Wert von 50 € oder so. Das sage ich auch, dass das wahrscheinlich ein Fehler war oder dass das vielleicht nicht unbedingt so beabsichtigt oder geplant war. Aber die Doppel-XP-Events, die haben sie ja bestimmt absichtlich gestartet. Also ich denke nicht, dass das ein Fehler war. Und was ist aus dieser Großzügigkeit geworden? Also zumindest einmal im Jahr. Ich meine, gut, während dem FEC war ein Doppel-XP-Event, aber ich persönlich neige dazu, dieses Doppel-XP-Event während dem FEC-Server zu ignorieren. Weil das hat ja nur stattgefunden, weil währenddessen der FEC-Server lief. Auf den normalen Servern war zu dem Zeitpunkt kaum was los, weil ja eh jeder auf dem FEC gespielt hat. Und ich meine, dann ist so ein Doppel-XP-Event halt auch irgendwie witzlos, wenn du sowieso weißt, ja, es läuft gerade ein FEC-Server, wo du nicht nur Doppel-XP, auch Doppel-Drop hast und so. Und zwar auch nicht nur für 3 Tage, sondern für 5 Monate, also ist halt irgendwie auch, keine Ahnung, kein gutes Argument, dass du dann sagst, ja, da war ja ein Doppel-XP-Event. An für sich ist das richtig, aber es ist halt nur ein Ausgleich gewesen. Und die haben es nicht einfach so gestartet. Das letzte Doppel-XP-Event, das sie einfach so gestartet war, glaube ich, tatsächlich Januar 2023. Correct me if I'm wrong, aber ich glaube, da war das letzte richtige Doppel-XP-Event, das ohne irgendwelche Bedingungen einfach so gestartet wurde. Ohne FEC, ohne irgendwas. Einfach so. Januar 23. Google it. Google it. Und selbst wenn nicht, alle Doppel-XP-Events kannst du an einer Hand abzählen. Und das ist einfach nur traurig. Und wie du schon sagst, es muss ja gar nicht Doppel-XP-Event sein, es reicht ja entweder eine Woche 30% oder dann zumindest 50% mehr XP. Wäre schon cool. Werden die ein XP-Event droppen? Ich denke schon, dieses Wochenende wahrscheinlich. Würde ich predikten.